Hallo zusammen und willkommen zu einem neuen Video. Ja, und heute bin ich wieder hier im Hochschwarzwald unterwegs, denn hier werden endlich mal wieder Anlagen gebaut, nach langer Zeit. Ja, und ich bin jetzt hier gerade unterwegs zum neuen Windpark Heusern. Hier werden 2 Anlagen gebaut von NBW, 2 Vestas 426, 3,3 MW, 149 Meter Nabenhöhe. Ja, leider jetzt nur 426, hätten wir natürlich noch größere Anlagen gewünscht. Aber das Verfahren hat sich auch ewig hingezogen. Ich glaube 2016 hat man schon den Genehmigungsantrag eingereicht, 2021 dann die Genehmigung erhalten und 2023 werden sie gebaut. Also das war echt ein schwieriges Projekt. Artenschutz hat hier auch eine ziemlich große Rolle gespielt, vor allem Auerhuhn. Aber bin jetzt echt froh, dass die Anlagen gebaut werden. Ja, wie man sieht, Nummer 1 von 2 ist schon fertig. Seit kurzem, glaube ich, erst. Da sieht man nochmal das NBW-Logo. Sieht echt cool aus, wie die Anlage hier aus dem Wald rausguckt. Ja, wundert mich aber, dass der Aufbau jetzt dann doch so lange gedauert hat. Also die ersten Komponenten wurden im Herbst 22 schon angeliefert. Lagen die ganze Zeit unten am Schluchsee rum, die Rotorblätter zumindest. Und werden jetzt erst gebaut. Keine Ahnung, woran es lag. Vielleicht gab es keinen Kran oder was. Keine Ahnung, warum sich das jetzt so lange hingezogen hat. Naja, aber schön, dass sie jetzt endlich gebaut werden. Ja, Nummer 2 kommt dann hier weiter links irgendwo hin. Ja, sehr guter Standard übrigens. Ich glaube so 7 Meter durchschnittliche Windgeschwindigkeit. Auch auf über 1000 Meter Höhe hier, auf dem Giesbacher Kopf, so heißt der Standort. Ja, fahr jetzt mal hin, schau mir die Anlagen mal aus der Nähe an. So, ich bin jetzt hier auf dem Giesbacher Kopf angekommen und bin direkt schon ganz nah dran. Hier liegt die Gondel von Anlage 2 und auch die anderen Komponenten, Nabe, Turmteile und da hinten steht jetzt Anlage 1. Die Anlagen stehen direkt nebeneinander, in Sichtweite, kein Wald dazwischen. Ich glaube, die Kranausleger überschneiden sich sogar. Ja, 149 Meter Nabenhöhe. Ja, früher war ich irgendwie nie so der Vestas-Fan, aber mittlerweile mag ich sie irgendwie ganz gerne. Größere Anlagen wären natürlich noch toller gewesen, 450, 462. Aber ich bin froh, dass hier immerhin Anlagen gebaut werden. Schon geil, so nah beim Maschinenhaus. War bei Junge Donau, war ich auch so nah dran. Sieht schon echt geil aus. Weiß jetzt gar nicht, ob sich die Gondel der 436, der 426, ob die sich von der Größe her groß unterscheiden. Schön das NBW-Logo drauf. Ja, und die eigentliche Anlage kommt hier hinten hin. Da sieht man es. Von den Rotorblättern noch keine Spur. Vielleicht liegen die noch unten am Schluchsee. Da fahre ich nachher vorbei, wenn ich wieder in den Zug einsteige. Ja, und der Kran kann man jetzt nicht so gut erkennen. Das hier scheint nur der hintere Ausleger zu sein. Und die Kranteile erkennt man jetzt gar nicht, ob die noch bei der anderen Anlage liegen. In der Zeitung habe ich gelesen, dass die Anlage hier erst im Juli errichtet werden soll. Warum auch immer. Geht ja eigentlich schnell. Wetter war ja sehr gut die letzten Wochen. Also optisch schon finde ich die Gondel schon geil. Mit dem Grid-Streamer oben drauf. Also schöner als jetzt die neueren Inventus. Da ja, merkt man einfach, da
hat man auf jeden Fall an den Kosten gespart. Ah, schon krass, ey, wie fett diese Stahlrohre sind von dem LDST. Kommt einem bei der fertig errichteten Anlage gar nicht so vor, aber die sind schon echt richtig fett. Ach cool, dass hier jetzt neue Anlagen stehen, freue ich mich. Naja, ich werde jetzt mal versuchen, nochmal näher an die fertig errichtete ranzukommen. Mal gucken, ob ich da noch einen Weg hinfinde. So, ich stehe hier gerade direkt unterhalb von Anlage 1, der fertig errichteten Anlage. Ja, was richtig krass ist, die haben sogar die Zuwegung hier hoch auf den Giesbacher Kopf geteert. Weil es so steil ist hier hoch, da würde ein Sattelschlepper auf einem Schotterweg sehr wahrscheinlich nicht hochkommen. Hier links von mir geht es echt krass das Tal runter. Ja, gut für mich. Ich habe mich nämlich gerade richtig auf die Schnauze gelegt mit dem Fahrrad. Zu stark auf Rollsplit gebremst und ja, zack, hat es mich hingehauen. Habe jetzt einige Schrammen, aber naja, ich habe es überlebt. Ja, so langsam trudelt sie schon vor sich hin. Wird nicht lange dauern, bis sie in Betrieb geht. Es geht ja immer super schnell bei Vestas. Trotzdem gigantisch, auch wenn es nur eine V126 ist. Klar, neben einer größeren Anlage V162 wird sie wahrscheinlich nochmal winzig aussehen. Aber schon gewaltig, dieses Teil. Auch neben den V150, jetzt Junge Donau, wird sie auch schon wieder klein aussehen. Aber ich bin froh, dass sie hier steht, dass sie überhaupt gebaut wurde. Und ja, dass endlich mal wieder Anlagen hier im Hochschwarzwald gebaut werden, dass man nicht immer so ewig weit fahren muss. Gerade ziehen ganz schön dunkle Wolken auf. War die letzten Tage auch echt super heiß. Kann sein, dass es da noch knallt. Ja, was aber auch interessant ist, NBW plant hier in der Nähe am Schluchsee auch 3 V162. Das ist dann der Windpark Ahaberg. Weiß nicht, wie da der Stand ist. Könnte sein, dass da auch wieder Probleme mit Auerhuhn gibt. Ich hoffe mal, es wird genehmigt und auch gebaut. Ja, also hier liegen noch so ein paar Kranteile. Ich glaube, die Anlage haben sie erst diese Woche fertiggestellt. Also sie steht echt noch nicht lange. Kann sein, dass sie jetzt dann halt 2 Wochen Pause machen oder so und dann Anlage 2 aufbauen, die dann da hinten hinkommt. Also stehen echt unmittelbar nebeneinander die Anlagen. Haben sie eine Schneise in den Wald gehauen, wo man die Kranausleger übereinander legen kann. Und genau, kann man direkt von der einen zur anderen Anlage fahren. Mal schauen, also ich bin bestimmt mal wieder da, wenn dann beide Anlagen stehen. Hier ist auch der Schluchsee in der Nähe. Kann man schön schwimmen und Tretboot fahren, wenn man will. Und ja, von dort aus sieht man sie auf jeden Fall. So, ich habe jetzt hier nochmal kurz angehalten. Hier haben sie wie so eine Art Zwischenlager eingerichtet. Hier liegen jetzt nämlich auch die Rotorblätter und die restlichen Turmsektionen. Und ja, da oben ist jetzt die fertige Anlage auf dem Berg. Und also sie haben tatsächlich nur die Teilstücke geteert der Zuwegung, die super steil waren. Und was witzig ist, hier steht so ein wie so ein Bundeswehrfahrzeug, so ein Schlepper, der die Teile quasi hier hochzieht. Also den Laster hochzieht, der die Teile transportiert. Richtig krass, weil das so steil hier ist. Ja,
es ist gerade echt super windig. Also ich glaube, da ist ein Gewitter am Anmarsch oder Regen zumindest. Hat echt aufgefrischt der Wind. Aber schon krass, also jetzt das Blatt der V126 im Vergleich zum Blatt der V150, bei dem ich vor kurzem stand, im Windpark Junge Donau, schon echt um einiges kleiner. Naja, ich werde mich jetzt nochmal auf den Rückweg machen, bevor es anfängt zu regnen und ich komplett nass werde. So, hier bin ich wieder. Ein neuer Tag und ich bin nochmal unterwegs hier zum Windpark Häusern. Beim letzten Mal musste ich leider abbrechen wegen Unwetter und weil ich einen kleinen Fahrradsturz hatte. Ja, ist jetzt schon fast wieder 2 Monate her, dass ich das letzte Mal hier war. Heute zum Glück etwas freundlicher das Wetter und mir geht es zum Glück auch wieder gut. Ja, und in der Zwischenzeit sind alle 2 Anlagen fertig errichtet. Beim letzten Mal stand nur die vordere Anlage hier. Und mittlerweile steht auch Nummer 2. Laufen leider noch nicht, kann aber eigentlich nicht mehr lange dauern. Es geht ja bei Vestas relativ fix. Ja, Drohne habe ich heute auch am Start, da ich auch noch ein paar Bilder von oben machen kann. Genau, ja, dann fahre ich jetzt mal zu den Anlagen hin und schauen wir jetzt mal an, wie es aussieht, wenn beide fertig sind. Und dann melde ich mich gleich von oben nochmal. So, ich bin jetzt hier auf dem Giesbacher Kopf angekommen, wo die beiden Anlagen stehen. Und das ist einfach ein wunderbares Bild. Sieht super aus, wenn sie jetzt beide fertig errichtet sind. Und das Wetter ist auch echt Bombe heute im Vergleich zum letzten Mal. Fast schon wieder zu krass der Unterschied von super herbstlich den ganzen Juli über bis jetzt wieder 28 Grad seit heute. Fast schon wieder zu krass. Fast schon zu heiß zum Fahrradfahren. Aber ich will mich nicht beschweren. Sieht echt super aus mit dem blauen Himmel. Und die Anlagen glänzen noch so schön neu. Ja, Windnachführung funktioniert auf jeden Fall schon. Anlagen sind auch schon so ein bisschen am Trudeln. Also es kann nicht mehr lange dauern. Geht ja eigentlich immer super fix bei Vestas. Das NBW-Logo. Dauert jetzt eigentlich schon fast ein bisschen zu lange wieder. Also normalerweise sind die innerhalb von 2 Wochen am Netz, wenn sie aufgebaut sind. Aber wer weiß, vielleicht ist die Kabeltrasse noch nicht fertig oder so. Kann ich jetzt nicht sagen. Und da ist Nummer 2, die beim letzten Mal schon stand. Ja, jetzt ist das Duo komplett. Sehr cool. Ja, da hinten sieht man sogar so ein bisschen schemenhaft die Schweizer Alpen. Richtig cool. Also hier vom Südschwarzwald hat man echt eine fantastische Sicht auf die Alpen bei gutem Wetter. Weiß jetzt nicht, ob man es so gut erkennt. Aber ja, wenn ihr mal im Winter hier seid oder Herbst, hat man hier einfach eine gigantische Sicht auf die Alpen. Ja, auf dem Weg hier hoch sind mir auch noch ein paar LKWs entgegengekommen. Also die fahren jetzt gerade erst die Kranteile ab. Wundert mich eigentlich, dachte der Kran wäre schon längst weg. Weil die Anlagen jetzt ja doch schon eine ganze Weile stehen, aber ja, hat wohl doch länger gedauert. War vielleicht auch zu nass den Juli über, dass man nicht hier hochfahren konnte. Gut möglich. Ja, eine größere Anlage wäre schon geiler gewesen. Auch 450 hätte ich geil gefunden. 462 auch, aber wie gesagt, das Verfahren hier, das Genehmigungsverfahren, das hat sich so ewig in die Länge gezogen, dass man froh sein konnte, dass hier jetzt überhaupt Anlagen stehen.
Mittlerweile ist es nämlich sogar, ich glaube, Ausschlussfläche für Auerhuhn. Also wollte man heute hier Anlagen bauen, wird es wahrscheinlich sehr schwierig werden. Naja, aber ich bin froh, dass ja, hier im Hochschwarzwald endlich mal wieder neue Anlagen gebaut wurden. Ja, werde jetzt mal mit der Drohne hochgehen. Das sind nämlich richtig geile Bedingungen. Und laufe dann gleich nochmal zu den Anlagen hin. Ja, jetzt stehe ich wieder genau hier, wo ich beim letzten Mal auch stand. Hier direkt vor mir lag beim letzten Mal die Gondel und die Turmteile. Ja, hier liegen noch die Überreste vom Kran. Die Raupe steht noch hier und auch noch so ein paar Einzelteile vom Ausleger. Da sind mir vorhin einige Laster entgegengekommen, die den Kran abtransportieren. Hier noch die Ausgleichsgewichte. Ja, und hier steht jetzt die fertige Anlage. So schnell kann es gehen. Und ja, bei Vestas ganz besonders schnell. Richtig cooler Wolkenhimmel gerade, richtig schöne Schäfchenwolken. Schon echt gigantisch dieses Teil, auch wenn es nur eine V126 ist. Aber 149 Meter Nahhöhe sind ja auch schon eine ganze Menge. 3,45 MW haben sie, glaube ich. Ich glaube, beim letzten Mal hatte ich 3,3 gesagt, aber es sind 3,45. Ja, und da drüben dann die andere Anlage. Hier haben wir auch echt ganz schön Erdbewegungen gemacht, um das Niveau so ein bisschen anzugleichen. Die Kranausleger überlappen sich nämlich. Also spart natürlich Platz, muss man nicht so viel Wald roden, wenn sich die Kranausleger überlappen. Aber ja, man sieht es hier im Schwarzwald, ist halt alles Fels. Also hier muss man mit Sicherheit auch ein bisschen was sprengen. Ja, ich denke mal, dass wir den die nächsten Tage dann noch abtransportieren werden. Und da bin ich echt mal gespannt, wann es hier mit der Inbetriebnahme losgeht. Kann eigentlich nicht mehr lange dauern. Aber ich werde es dann sehen. Ich bin eigentlich regelmäßiger hier. Richtig geiles Bild. Ja, ich werde jetzt mal noch ein Stück weiterfahren. Mal gucken, ob ich von irgendwo noch eine coole Aussicht habe. Und melde mich von da nochmal. Ja, zum Abschluss hier nochmal ein schöner Blick auf die beiden Anlagen von Häusern aus. Im Vordergrund jetzt die Kirche von Häusern. Sehr idyllisches Schwarzwaldörtchen. Ja, das war eine große Sorge, dass wegen den Anlagen die Touristen fernbleiben. Das ist nämlich auch bei den Touristen sehr beliebt, aber es stört überhaupt nicht. Fügt sich sehr gut ins Landschaftsbild ein und kann man nicht vorstellen, dass wegen zwei Anlagen hier jetzt die Touristen fernbleiben. Das ist absoluter Quatsch. Absolut unberechtigt die Sorge. Eher attraktiv, weil die Stadt Häusern auch was für ihr grünes Image tut. Also ich finde das eher positiv als negativ. Ja, sieht schon echt cool aus, wie die Anlagen hier oben auf dem Giesbacher Kopf thronen. Schon cool aus. Sicherlich auch super schön im Winter, wenn es hier so schön verschneit ist. Muss ich auch mal wieder hin. Ja, und es bleibt spannend hier in der Region um den Schluchsee. Es ist einiges geplant in den nächsten Jahren. Allein NBW hat 4 Projekte direkt am Schluchsee. Ahaberg mit 3 Anlagen. Ich glaube V162 war der letzte Stand. Dann erst neu in Grafenhausen, östlich des Schluchsees, 5 bis 7 Anlagen. Lenzkirch auch nochmal 5 Anlagen. Und Windpark Titisee Neustadt, der so am weitesten fortgeschritten ist in der Planung. Müsste auch demnächst genehmigt werden. Auch 3
V162. Ja, und dann auch noch ein anderer Projektierer mit 9 bis 10 Anlagen, auch in Grafenhausen. Also hier wird sich in den nächsten Jahren einiges tun, hier im Hochschwarzwald, was Windenergie angeht. Und da bin ich echt schon sehr, sehr gespannt. Ja, ich werde mich dann auf den Rückweg machen, zurück zum Bahnhof. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich habe auch echt nochmal richtig tolle Drohnenaufnahmen gemacht. Und wenn ihr genauer hinschaut, seht ihr im Hintergrund auch die Schweizer Alpen. Richtig cool. Die gibt es dann im Anschluss, könnt ihr euch drauf freuen. Ja, und dann sehen wir uns im nächsten Video. Wird die in nächster Zeit echt nochmal ein bisschen mehr unterwegs sein. War etwas dürftig in letzter Zeit. Aber es kommen noch mal ein paar mehr Videos in nächster Zeit. Ja, dann sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut und bis dann.